Lektion 1: Regenbögen jagen. Hey Anna, ich habe über das Sprichwort nachgedacht, dass am Ende des Regenbogens ein Topf voll Gold ist. Hallo John. Das ist so ein klassisches Sprichwort. Glaubst du daran? Nicht wirklich. Ich denke, es ist eher eine Metapher für Glück und Chancen. Ich stimme zu. Es macht aber Spaß, sich das vorzustellen. Was würdest du tun, wenn du tatsächlich Gold finden würdest? Ich würde wahrscheinlich die Welt bereisen. Ich wollte schon immer Orte wie Japan und Italien besuchen. Die klingen unglaublich. Ich würde gerne die Kirschblüten in Japan sehen. Hast du sie jemals gesehen? Nein, aber ich habe Bilder gesehen und sie sehen atemberaubend aus. Es ist wie das eigene Kunstwerk der Natur. Definitiv. Aber zurück zum Goldschatz. Glaubst du, hinter dem Mythos steckt eine tiefere Bedeutung? Vielleicht geht es darum, zu schätzen, was wir haben, anstatt unmöglichen Träumen nachzujagen. Das ist eine großartige Perspektive. Manchmal ist die Reise wertvoller als das Ziel. Genau. Außerdem kann der Nervenkitzel, nach etwas zu suchen, an sich schon aufregend sein. Wie eine Schatzsuche. Aber statt Gold findest du vielleicht Erlebnisse und Erinnerungen. Ja, das sind die wahren Schätze des Lebens. Was wäre deine ultimative Schatzsuche? Ich denke, es wäre die Erkundung antiker Ruinen. Stellen Sie sich vor, Sie entdecken verlorene Geschichte. Das klingt faszinierend. Es hat etwas Magisches, die Vergangenheit zu entdecken. Ganz gewiss. Apropos Schatz, hast du Geld für ein großes Abenteuer gespart? Ich versuche es. Ich habe einen kleinen Vorrat, aber bei all diesen Ausgaben ist es schwer, ihn zu sparen. Ich verstehe. Es ist so, je mehr du verdienst, desto mehr gibst du aus. Genau. Es ist ein ständiger Kampf. Aber ich glaube, jedes bisschen zählt. Stimmt. Selbst kleine Mengen können sich im Laufe der Zeit summieren. Haben Sie ein Sparziel? Das tue ich. Ich will genug für eine Reise im nächsten Sommer sparen. Ich drücke die Daumen. Das ist ein wunderbares Ziel. Ich werde dich anfeuern. Danke, Anna. Und wenn ich den Goldschatz finde, nehme ich dich mit. Abgemacht. Wir werden gemeinsam die Welt erkunden und unvergessliche Erinnerungen schaffen. Klingt nach einem Plan. Wer weiß, vielleicht finden wir unterwegs sogar unseren eigenen Regenbogen. Lektion 2: Perfekte Planung. Hey Anna, hast du die notwendigen Vorkehrungen für diese Woche getroffen? Hallo John. Ja, habe ich. Ich freue mich über alles, was wir geplant haben. Perfekt. Fangen wir mit dem Zeitplan an. Was steht an erster Stelle auf unserer Liste? Wir haben das Treffen am Dienstag. Bist du darauf vorbereitet? Bin ich. Ich habe alle Daten gesammelt, die wir brauchen. Ich denke, es wird glatt gehen. Das ist großartig. Ich bin etwas nervös, aber ich glaube, wir werden gut zusammen zurechtkommen. Mach dir keine Sorgen. Wir sind ein großartiges Team. Außerdem können wir vorher zusammen üben.
Das ist eine gute Idee. Eine kleine Probe kann unser Selbstvertrauen stärken. Genau. Wie wäre es, wenn wir uns morgen treffen, um unsere Präsentation durchzugehen? Klingt nach einem Plan. Welche Zeit passt am besten zu dir? Wie wär's mit 15 Uhr? Auf diese Weise haben wir genügend Zeit, um alles zu überprüfen. Perfekt. Danach können wir uns einen Kaffee holen, um unsere harte Arbeit zu feiern. Ich liebe diese Idee. Das wird eine nette Belohnung nach unserem Training sein. Apropos Kaffee, hast du ein Lieblingscafé im Kopf? Ja, da ist dieser gemütliche Ort in der Innenstadt mit dem fantastischen Gebäck. Oh, den kenne ich. Ihre Croissants sind himmlisch. Genau. Wir sollten uns nach dem Treffen auf jeden Fall auch etwas gönnen. Einverstanden. Es wird eine wohlverdiente Pause sein, nach all der Mühe, die wir investiert haben. Was ist mit unseren anderen Arrangements für die Woche? Wir haben den Workshop am Donnerstag. Richtig. Ich bereite ein paar kreative Ideen vor, um sie mit euch zu teilen. Hast du irgendwelche Vorschläge? Wie wäre es mit einigen interaktiven Aktivitäten? Sie machen Workshops immer ansprechender. Das ist eine geniale Idee. Ich werde an ein paar lustigen Übungen arbeiten, die wir machen können. Fantastisch. Und vergessen wir nicht den Teamausflug am Freitag. Hast du dich entschieden, was zu tun ist? Ich dachte an ein Picknick im Park. Es wäre eine schöne Art, sich zu entspannen. Ich liebe diese Idee. Wir können die Natur genießen und mit unseren Kollegen entspannen. Genau. Ich organisiere ein paar Snacks und Getränke für alle. Perfekt. Es hört sich so an, als hätten wir eine aufregende Woche vor uns. Ja, ich freue mich auf alle Aktivitäten und die Zusammenarbeit. Ich auch. Lasst uns diese Woche unvergesslich machen. Lektion 3. Erkundung der Stadt. Hey Anna, hast du darüber nachgedacht, eine Stadt zu erkunden, die für ihre reiche Geschichte und ihr kulturelles Erbe bekannt ist? Hallo John. Das klingt faszinierend. Welche Stadt schwebt dir vor? Ich habe an Rom gedacht. Es ist voller antiker Ruinen und atemberaubender Architektur. Rom wäre unglaublich. Das Kolosseum und der Vatikan sind Attraktionen, die man gesehen haben muss. Unbedingt. Stellen Sie sich vor, Sie gehen durch dieselben Straßen wie die alten Römer. Es würde sich anfühlen, als würde man in die Vergangenheit reisen. Was möchtest du sonst noch in Rom sehen? Ich würde gerne das Forum Romanum besuchen. Die Geschichte dort ist faszinierend. Ja, und vergiss das Essen nicht. Die italienische Küche ist eine der besten der Welt. Genau. Ich kann die Pasta und das Eis schon probieren. Wir sollten auf jeden Fall ein paar lokale Gerichte probieren. Ganz gewiss. Ich habe gehört, dass authentische Pizza in Neapel auch bahnbrechend ist. Oh, das wäre ein toller Abstecher. An seinem Geburtsort Pizza zu essen klingt unglaublich.
Definitiv. Was denkst du wäre die beste Jahreszeit, um Rom zu besuchen? Ich denke, der Frühling wäre ideal. Das Wetter ist angenehm und die Blumen blühen. Das klingt herrlich. Außerdem gibt es im Vergleich zum Sommer weniger Touristen. Richtig. Es wäre einfacher, die Sehenswürdigkeiten ohne die Menschenmassen zu erkunden. Wir könnten auch Cafés im Freien genießen und Leute beobachten. Das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Es ist so interessant, das lokale Leben zu beobachten. Einverstanden. Und wir könnten unser Italienisch üben, während wir dort sind. Ja, ein paar Sätze zu lernen wäre hilfreich und würde Spaß machen. Kennst du schon italienische Redewendungen? Nur die Grundlagen. Wie grazie für Danke und per favore für Bitte. Toller Start. Wir sollten vor der Reise noch ein paar mehr zusammen lernen. Unbedingt. Es würde unsere Erfahrung verbessern. Außerdem schätzen es die Einheimischen, wenn sie ihre Sprache ausprobieren. Ja, es zeigt Respekt vor ihrer Kultur. Das liebe ich. Ich auch. Machen wir einen Plan, Rom zu besuchen und all seine Wunder zu genießen. Ich bin voll dabei. Es wird ein Abenteuer voller Geschichte, Kultur und köstlichem Essen. Perfekt. Lass uns bald mit der Suche nach Flügen und Unterkünften beginnen. Lektion 4. Der Geschäftsstil. Hey Anna, hast du von dem Unternehmen gehört, das kürzlich in finanzielle Probleme geraten ist? Hallo John. Ja, ich habe etwas darüber gelesen. Es ist überraschend, wie schnell sich die Dinge in der Wirtschaft ändern können. Genau. Ich habe gehört, dass eine größere Firma vereinbart hat, sie aufzukaufen. Das ist ein kluger Schachzug. Die Übernahme von Unternehmen in Schwierigkeiten kann eine gute Wachstumsstrategie sein. Das kann es wirklich. Sie können oft wertvolle Vermögenswerte zu einem niedrigeren Preis erwerben. Richtig. Außerdem könnten Sie einen treuen Kundenstamm gewinnen, den das in Schwierigkeiten geratene Unternehmen hatte. Stimmt. Es ist, als würde man aus einer Herausforderung eine Chance machen. Glaubst du, es wird für Sie funktionieren? Es hängt davon ab, wie gut Sie das neue Unternehmen in Ihre Geschäftstätigkeit integrieren. Integration kann schwierig sein. Verschiedene Unternehmenskulturen können aufeinanderprallen. Genau. Sie müssen sicherstellen, dass sich die Mitarbeiter geschätzt und einbezogen fühlen. Guter Punkt. Kommunikation ist bei solchen Übergängen von entscheidender Bedeutung. Ganz gewiss. Wenn die Mitarbeiter informiert und einbezogen werden, kann dies zu einem reibungsloseren Prozess führen. Haben Sie jemals gesehen, wie ein Unternehmen eine Fusion oder Übernahme durchgemacht hat? Ja, habe ich. Es war faszinierend und chaotisch zugleich. Chaos kann Teil des Prozesses sein. Was ist in dem Fall passiert? Nun, es gab viele Treffen, und einige Mitarbeiter machten sich Sorgen um die Arbeitsplatzsicherheit. Das kann ich mir vorstellen. Unsicherheit kann bei den Mitarbeitern große Ängste auslösen. Ja, am Ende erwies sich die Fusion jedoch als vorteilhaft für beide Unternehmen. Das ist toll zu hören.
Es ist immer schön, wenn sich ein riskanter Schachzug auszahlt. Definitiv. Es zeigt, dass Herausforderungen mit dem richtigen Ansatz zum Erfolg führen können. Und es eröffnet auch neue Möglichkeiten für Innovation und Zusammenarbeit. Genau. Glauben Sie, dass diese neue Akquisition zu aufregenden Produkten oder Dienstleistungen führen wird? Ich hoffe es. Unternehmen werden nach solchen Veränderungen oft wettbewerbsfähiger. Ja, und Sie könnten mit frischen Ideen und Angeboten neue Kunden gewinnen. Ich freue mich darauf zu sehen, wie sich alles entwickelt. Das Geschäft kann so dynamisch sein. Das ist es wirklich. In der Welt des Handels passiert immer etwas Neues. Und genau das macht es so interessant, es zu verfolgen. Lektion 5. Ein Vorgeschmack auf Spanien. Hey Anna, ich hatte gestern Paella mit Meeresfrüchten. Oh, das klingt köstlich. Wo hast du es her? Ich ging in das neue spanische Restaurant in der Innenstadt. Sie haben authentische Gerichte. Ich habe von dem Ort gehört. Hatten Sie eine gute Auswahl auf der Speisekarte? Ja, das haben sie. Sie boten alles an, von Tapas bis Churros. Es war schwer, sich zu entscheiden. Das kann ich mir vorstellen. Warum hast du dich für die Paella entschieden? Ich wollte es schon immer probieren und der Kellner hat es sehr empfohlen. Gute Wahl. Wie war der Geschmack? War es so lecker, wie du es erwartet hast? Es war unglaublich. Der Safran gab ihm einen einzigartigen Geschmack und die Meeresfrüchte waren frisch. Das klingt herrlich. Kam es irgendwelche Seiten? Ja, es wurde mit einer Beilage aus Knoblauchbrot und einem erfrischenden Salat serviert. Perfekt. Eine ausgewogene Mahlzeit verbessert das Erlebnis. Hat Ihnen das Ambiente des Restaurants gefallen? Unbedingt. Es war lebhaft dekoriert und es wurde traditionelle spanische Musik gespielt. Das klingt bezaubernd. Eine großartige Atmosphäre kann ein kulinarisches Erlebnis wirklich verbessern. Hat es getan. Außerdem war das Personal freundlich und aufmerksam. Ich fühlte mich willkommen. Das ist wichtig. Würden Sie dieses Restaurant anderen empfehlen? Definitiv. Ich denke, jeder, der Meeresfrüchte oder spanische Küche liebt, würde es genießen. Ich muss es vielleicht bald versuchen. Glaubst du, Sie bieten auch Essen zum Mitnehmen an? Ja, das tun sie. Ich habe einige Leute gesehen, die Bestellungen abholten, als ich dort war. Das wäre praktisch. Ich liebe es manchmal, Restaurantessen zu Hause zu genießen. Ich auch. Es ist ein netter Genuss, besonders nach einem langen Tag. Und du kannst es in deinem Pyjama genießen. Was könnte besser sein? Genau. Apropos Essen, hast du ein Lieblingsgericht, das du empfehlen würdest? Ich mag Sushi wirklich. Die Frische der Zutaten hat etwas Besonderes. Sushi ist fantastisch. Ich liebe es, dass es sowohl eine Kunst als auch eine Mahlzeit ist. Ja,
Die Präsentation ist manchmal fast zu schön zum Essen. Es ist wahr. Ich denke, verschiedene Küchen auszuprobieren ist eine der besten Möglichkeiten, Kulturen zu erkunden. Ich stimme voll und ganz zu. Essen kann dir so viel über einen Ort und seine Menschen erzählen. Genau. Ich kann es kaum erwarten, bei unserem nächsten kulinarischen Abenteuer weitere neue Gerichte zu entdecken. Lektion 6. Kunstbegeisterung. Hey Anna, ich freue mich riesig, die Kunstwerke dieses Wochenende in der Galerie zu sehen. Oh, das ist großartig. Ich habe gehört, dass dort einige atemberaubende Stücke ausgestellt sind. Ja, ich habe gelesen, dass sie zeitgenössische Kunst von verschiedenen lokalen Künstlern zeigen. Das klingt faszinierend. Zeitgenössische Kunst kann so ausdrucksstark sein und zum Nachdenken anregen. Unbedingt. Ich finde es toll, wie es oft aktuelle soziale Themen und Emotionen widerspiegelt. Genau. Hast du einen Lieblingskünstler, dessen Werke du bewunderst? Ich mag die Werke von Banksy wirklich. Seine Kunst trägt starke Botschaften. Banksy ist fantastisch. Seine Fähigkeit, Humor und Kritik zu verbinden, ist beeindruckend. Richtig. Ich weiß zu schätzen, wie er den Status quo durch seine Graffiti in Frage stellt. Apropos Herausforderungen, hast du jemals versucht, dein eigenes Kunstwerk zu kreieren? Habe ich. Ich habe mal einen Malkurs besucht. Es war eine lustige, aber demütigende Erfahrung. Das ist genial. Welches Medium hast du benutzt? Wir haben hauptsächlich mit Acrylfarben gearbeitet. Sie sind lebendig und trocknen schnell. Acrylfarben eignen sich hervorragend für Anfänger. Hat dir der Prozess gefallen? Hab ich. Es war befreiend, mich auf Leinwand auszudrücken, auch wenn es chaotisch war. Das kann ich mir vorstellen. Kunst ermöglicht es uns auf einzigartige Weise, unsere inneren Gedanken auszudrücken. Genau. Ich denke, jeder sollte mindestens einmal versuchen, Kunst zu schaffen. Ich stimme zu. Es kann ein wunderbares Ventil für Emotionen und Kreativität sein. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und Stress abzubauen. Definitiv. Ich habe gehört, dass Kunsttherapie für die psychische Gesundheit sehr vorteilhaft sein kann. Ja, kreative Aktivitäten können das Glück steigern und Ängste reduzieren. Das ist so wahr. Ich glaube, ich werde bald an einem Töpferkurs teilnehmen. Töpfern klingt nach einem Knaller. Ton zu formen muss so befriedigend sein. Das ist es wirklich. Außerdem kannst du etwas Funktionales und Schönes machen. Das ist der beste Teil. Ich würde gerne sehen, was du kreierst. Ich werde meine Projekte auf jeden Fall mit dir teilen. Es wird Spaß machen, unsere künstlerischen Bemühungen zu vergleichen. Ich kann es kaum erwarten. Kunst verbindet Menschen wirklich auf einzigartige Weise. Lektion 7. Schatzsuche. Hey Anna, ich habe gerade den Antiquitätenmarkt besucht, den du empfohlen hast. Oh, das klingt perfekt, um versteckte Juwelen zu finden. Hast du irgendwas gekauft? Ja,
Ich habe eine alte Schreibmaschine gefunden. Es ist in einem sehr guten Zustand und sieht so cool aus. Wow, das ist ein toller Fund. Schreibmaschinen haben eine so bezaubernde Ästhetik. Das tun sie wirklich. Ich liebe das klackernde Geräusch, das sie machen, wenn du tippst. Es muss sich nostalgisch anfühlen, einen zu benutzen. Was hast du damit vor? Ich denke darüber nach, es für meine Schreibprojekte zu verwenden. Es könnte mich inspirieren. Das ist eine fantastische Idee. Das Schreiben auf einer Schreibmaschine könnte Kreativität auf neue Weise wecken. Genau. Außerdem ist es eine Pause von der digitalen Welt. Hast du etwas auf dem Markt gefunden? Ich habe eine wunderschöne Vintage-Vase mitgenommen. Es hat so ein kompliziertes Design. Das klingt herrlich. Vintage-Dekor kann einem Raum wirklich Charakter verleihen. Ja, ich liebe es, wie jedes Stück eine Geschichte aus der Vergangenheit erzählt. Es ist, als würde man ein Stück Geschichte besitzen. Haben Sie eine Lieblingsära für Antiquitäten? Ich mag besonders die Art Deco-Zeit. Die Designs sind so elegant und mutig. Art Deco ist atemberaubend. Die geometrischen Formen und lebendigen Farben sind faszinierend. Unbedingt. Ich schätze auch, wie es die Kultur dieser Zeit widerspiegelt. Es ist faszinierend, wie sich Design mit der Gesellschaft weiterentwickelt. Welche anderen Stile magst du? Ich mag auch Mid-Century modern. Die Einfachheit und Funktionalität sprechen mich an. Mid-Century Modern ist großartig. Es ist erstaunlich, wie zeitlos diese Designs sind. Ja, ich denke, sie passen auch gut zu vielen zeitgenössischen Stilen. Besuchen Sie jemals Immobilienverkäufe? Sie können Schatzkammern einzigartiger Gegenstände sein. Das tue ich. Ich habe einmal bei einem Immobilienverkauf einen seltenen Plattenspieler gefunden. Es war ein Schnäppchen. Das ist unglaublich. Vintage-Audiogeräte haben einen so warmen Klang. Das tut es wirklich. Ich sammle auch gerne Schallplatten. Sie haben etwas Besonderes an sich. Ich stimme zu. Musik auf Vinyl zu hören fühlt sich so authentisch an. Außerdem ist das große Kunstwerk auf den Plattencovern eine Augenweide. Genau. Es verleiht dem Hörerlebnis eine zusätzliche Ebene. Ich denke, wir sollten irgendwann zusammen einen weiteren Ausflug zum Antiquitätenmarkt planen. Ja, machen wir es. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Lektion 8. Scheitern akzeptieren. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit viel über Scheitern nachgedacht. Oh wirklich? Was beschäftigt dich daran? Ich mache mir Sorgen, dass ich meine Ziele nicht erreichen werde, wenn ich scheitere. Das ist ein häufiges Anliegen. Aber denken Sie daran, dass Scheitern oft Teil des Erfolgs ist. Du hast recht. Viele erfolgreiche Menschen mussten erhebliche Misserfolge hinnehmen, bevor sie erfolgreich waren. Genau. Jeder Misserfolg kann uns wertvolle Lektionen geben und uns helfen, zu wachsen. Haben Sie ein Beispiel für eine Zeit,
in der Ihnen das Scheitern etwas Wichtiges beigebracht hat? Sicher. Ich habe einmal eine Prüfung im College nicht bestanden, und das hat mich dazu gedrängt, härter zu lernen und meinen Ansatz zu ändern. Das ist ein gutes Beispiel. Es hört sich so an, als ob es dich motiviert hat, dich zu verbessern. Das hat es wirklich getan. Ich habe gelernt, meine Zeit besser zu verwalten und bei Bedarf Hilfe zu suchen. Das ist eine entscheidende Fähigkeit. Ich zögere oft, um Hilfe zu bitten, weil ich Angst habe, schwach auszusehen. Um Hilfe zu bitten kostet Kraft. Es zeigt, dass Sie bereit sind zu lernen und zu wachsen. Das ist eine gute Perspektive. Ich muss mich daran erinnern, dass jeder manchmal Probleme hat. Unbedingt. Es ist ein Teil des Menschseins. Jeder Rückschlag kann ein Sprungbrett sein. Mir gefällt die Idee. Es lässt Misserfolge weniger entmutigend erscheinen. Richtig. Es geht nur darum, wie du es siehst. Herausforderungen anzunehmen kann zu Durchbrüchen führen. Ich denke, ich sollte meine Ziele eher als Reisen denn als Ziele betrachten. Genau. Genießen Sie den Prozess und haben Sie keine Angst, unterwegs zu stolpern. Ich denke, diese Denkweise könnte mir wirklich helfen, mich zu entspannen und mich auf mein Wachstum zu konzentrieren. Das wird es. Feiere auch kleine Siege, sie sind genauso wichtig. Guter Punkt. Das Erkennen von Fortschritten kann mich motivieren, weiterzumachen. Ja, außerdem macht es die Reise angenehmer, wenn Sie Ihre Erfolge anerkennen. Ich werde versuchen, meinen Fokus von Perfektion auf Fortschritt zu verlagern. Das ist ein fantastischer Ansatz. Denken Sie daran, Beharrlichkeit ist der Schlüssel zur Verwirklichung Ihrer Träume. Ich weiß deine Ermutigung zu schätzen, Anna. Es hilft mir, mich auf meinem Weg sicherer zu fühlen. Das freut mich zu hören. Es macht einen Unterschied, sich mit unterstützenden Menschen zu umgeben. Das tut es wirklich. Ich werde dafür sorgen, dass positive Einflüsse in meinem Leben erhalten bleiben. Kluge Wahl. Lassen Sie uns beide verpflichten, unsere Fehler zu akzeptieren und aus ihnen zu lernen. Abgemacht. Gemeinsam können wir uns jeder Herausforderung stellen und weiter nach Erfolg streben. Lektion 9. Die Lieblinge der Natur. Hey Anna, ist dir aufgefallen, wie viele Vögel in letzter Zeit in unseren Garten kommen? Ja, sie scheinen die Sonnenblumen zu lieben, die wir gepflanzt haben. Genau. Ich habe gelesen, dass sich Vögel besonders zu Sonnenblumenkernen hingezogen fühlen. Das macht Sinn. Diese Samen sind so nahrhaft und lecker für sie. Ich habe Finken und Spatzen gesehen, die sich um die Sonnenblumen scharen. Es ist herrlich. Das ist es wirklich. Sie herumflattern zu sehen, macht dem Garten so viel Freude. Denkst du, wir sollten nächste Saison mehr Sonnenblumen pflanzen? Unbedingt. Mehr Sonnenblumen bedeuten mehr Vögel und es wird auch wunderschön aussehen. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, die lokale Tierwelt zu unterstützen. Ja, die Schaffung einer einladenden Umgebung für Vögel ist für das Ökosystem von Vorteil. Ich frage mich, ob verschiedene Vögel verschiedene Arten von Sonnenblumen bevorzugen.
Das ist eine interessante Frage. Manche mögen vielleicht die größeren, während andere kleinere Sorten bevorzugen. Vielleicht sollten wir untersuchen, welche Arten bestimmte Vögel anziehen. Gute Idee. Wir könnten einen vogelfreundlichen Garten anlegen, der ihren Vorlieben entspricht. Das fände ich toll. Es wäre aufregend, eine Vielzahl von Vogelarten zu Besuch zu sehen. Und wir könnten sogar ein Vogelhäuschen mit Sonnenblumenkernen aufstellen. Das ist ein fantastischer Plan. Das würde uns einen genaueren Blick auf sie geben. Genau. Außerdem könnten wir mehr über ihr Verhalten erfahren. Hast du schon einmal Vogelbeobachtung versucht? Es scheint ein lustiges Hobby zu sein. Habe ich. Es ist so friedlich, ruhig zu sitzen und sie in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Das kann ich mir vorstellen. Es ist, als wäre man Teil eines schönen, lebendigen Gemäldes. Ja, jeder Vogel hat seine eigene Persönlichkeit und seinen eigenen Charme. Apropos Charme, hast du einen Lieblingsvogel? Ich liebe Kolibris. Ihre schillernden Federn sind faszinierend. Kolibris sind unglaublich. Sie wirken so zart und doch voller Energie. Genau. Es ist faszinierend, wie sie an einer Stelle schweben können. Die Natur hat wirklich eine Art, uns mit ihren Wundern zu überraschen. Das tut es. Und je mehr wir es schätzen, desto mehr wollen wir es schützen. Gut gesagt. Machen wir unseren Garten zu einem kleinen Paradies für Vögel und andere Wildtiere. Ich bin dabei. Zusammen können wir einen lebendigen Raum für die Natur schaffen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Auf mehr Vögel und wunderschöne Blumen. Lektion 10. In der Stadt navigieren. Hallo Anna, ich habe mir die Buslinien für unsere Fahrt in die Innenstadt angesehen. Oh, sind sie deutlich sichtbar? Ich habe gehört, dass manche Städte verwirrend sein können. Es klingt ein bisschen herausfordernd, um ehrlich zu sein. Manche Karten sind schwer zu lesen. Ich verstehe. Manchmal sind die Linien so nah beieinander, dass es wie ein Puzzle ist. Genau. Ich bevorzuge einfache Karten, denen man leicht folgen kann. Ich auch. Hast du geschaut, ob es eine App für die Buslinien gibt? Habe ich noch nicht, aber das ist eine tolle Idee. Apps werden normalerweise in Echtzeit aktualisiert. Ja, und sie zeigen oft die besten Routen und eventuelle Verzögerungen. Das würde unsere Reise sicherlich reibungsloser machen. Verwenden Sie bestimmte Apps? Normalerweise verwende ich einen namens Citymapper. Er ist sehr benutzerfreundlich und informativ. Das muss ich mir runterladen. Gibt es auch Wegbeschreibungen? Ja, das tut es. Es ist perfekt, um die besten Wanderwege zwischen den Haltestellen zu finden. Fantastisch. Ich erkunde immer gerne neue Stadtteile zu Fuß. Das gleiche hier. Beim Wandern haben Sie die Möglichkeit, versteckte Juwelen zu entdecken. Richtig. Außerdem können Sie unterwegs einen Kaffee oder Snacks genießen.
Genau. Eine kleine Pause macht die Reise noch lustiger. Apropos Café, hast du einen Lieblingsplatz in der Innenstadt? Es gibt ein malerisches kleines Café namens Bred Awakenings. Ihre Lattes sind himmlisch. Klingt herrlich. Ich liebe einen guten Latte. Gibt es dort Gebäck? Ja, sie haben jeden Morgen frisches Gebäck. Die Croissants sind ein Muss. Jetzt freue ich mich riesig auf unsere Reise. Guter Kaffee und Gebäck klingen perfekt. Das wird ein Genuss. Denken Sie daran, den Busfahrplan im Voraus zu überprüfen. Das werde ich. Das wird uns helfen, lange Wartezeiten zu vermeiden. Glaubst du, die Busse sind normalerweise pünktlich? Meistens, aber während der Hauptverkehrszeit kann es zu Verzögerungen kommen. Das stimmt. Wir sollten einplanen, vorsichtshalber etwas früher abzureisen. Tolle Idee. Lieber früh dran sein, als den Bus zu verpassen. Unbedingt. Und wenn wir etwas mehr Zeit haben, können wir vor unserem Hauptziel etwas erkunden. Ja, ich liebe spontane Abenteuer. Man weiß nie, was man finden könnte. Genau. Ich freue mich sowohl auf die Reise als auch auf das Ziel. Lektion 11. Technik und Filme. Hey Anna, hast du den neuen Film über das Tech-Genie gesehen? Hab ich. Er ist auch cool, mit all seinen Hightech-Geräten. Es war faszinierend. Ich weiß, oder? Ich war erstaunt, wie realistisch die Technologie aussah. Ich auch. Es hat mich wirklich dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie weit wir mit Technologie gekommen sind. Magst du Filme mit fortschrittlicher Technologie? Unbedingt. Ich mag alles, was futuristisch ist oder künstliche Intelligenz beinhaltet. Das gleiche hier. Es verleiht der Handlung eine aufregende Wendung. Welche anderen Filme magst du? Ich liebe Blade Runner. Die Bilder und Themen regen so zum Nachdenken an. Das ist ein Klassiker. Mir hat auch Ex Machina gefallen. Es warf einige faszinierende ethische Fragen auf. Ja, es brachte mich dazu, darüber nachzudenken, was es bedeutet, wirklich ein Mensch zu sein. Genau. Filme wie dieser fordern unsere Wahrnehmung von Technologie und Bewusstsein heraus. Apropos Bewusstsein, hast du sie gesehen? Es ist eine so einzigartige Sichtweise auf Ki. Habe ich. Die emotionale Verbindung zwischen den Charakteren war überraschend berührend. Richtig. Es fühlte sich so real an, obwohl es auf einer fiktiven Prämisse beruhte. Es ist interessant, wie Filme uns dazu bringen können, uns in KI-Charaktere hineinzuversetzen. Unbedingt. Es verwischt die Grenze zwischen Technologie und menschlichen Emotionen. Denken Sie, dass Filme zukünftige Technologien genau vorhersagen? Manchmal. Sie bieten fantasievolle Ideen, die zu echten Innovationen inspirieren können. Das ist wahr. Ich frage mich, welche Technologien tatsächlich Realität werden.
Es ist aufregend, darüber nachzudenken. Vielleicht haben wir eines Tages Geräte wie im Film. Ich kann es kaum erwarten. Welches Gadget würdest du dir am meisten wünschen, wenn du wählen könntest? Ich hätte gerne eine persönliche Assistentin wie die In-Here. Das wäre unglaublich. Das wäre cool. Ich glaube, ich würde ein holographisches Display für meine Projekte wollen. Das klingt faszinierend. Stellen Sie sich vor, wie viel einfacher Präsentationen wären. Ganz gewiss. Es würde Informationen viel ansprechender und interaktiver machen. Lektion 12. Königliche Überlegungen. Hallo Anna, ich habe gelesen, wie viele Länder noch Monarchien haben. Das ist interessant. Einige Nationen haben immer noch Könige und Königinnen als offizielle Staatsoberhäupter. Ja, es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie das seit so vielen Jahren so geblieben ist. Genau. Vor vielen Jahren spielten Monarchien eine entscheidende Rolle in Regierungsführung und Gesellschaft. Es ist erstaunlich, wie sich die Verantwortlichkeiten von Königen und Königinnen im Laufe der Zeit entwickelt haben. In der Tat. Heutzutage konzentrieren sich viele Royals auf Wohltätigkeitsarbeit und kulturelle Repräsentation. Richtig. Sie dienen oft als Symbole der nationalen Einheit und Tradition, nicht wahr? Ja, und sie behalten in vielen Kulturen ihre historische Bedeutung bei. Ich finde es faszinierend, wie verschiedene Länder unterschiedliche königliche Bräuche haben. Unbedingt. Zum Beispiel ist die britische Königsfamilie sehr öffentlich präsent. Und sie haben so viele Traditionen, wie den Wachwechsel und königliche Hochzeiten. Diese Veranstaltungen ziehen Touristen aus der ganzen Welt an. Es ist ein ziemliches Spektakel. Genau. Während einige Monarchien rein zeremoniell sind, üben andere immer noch Macht aus. Ja, wie in Saudi-Arabien, wo der König erheblichen Einfluss auf die Regierungsführung hat. Das ist wahr. Es ist interessant zu sehen, wie sich diese Systeme weltweit unterscheiden. Definitiv. In einigen Ländern gibt es sogar konstitutionelle Monarchien, in denen die Befugnisse des Königs begrenzt sind. Richtig. In diesen Fällen hat das Parlament oft die meiste Macht. Es schafft ein einzigartiges Gleichgewicht zwischen Tradition und moderner Regierungsführung. Apropos Tradition, hast du eine königliche Lieblingsgeschichte oder Legende? Ich liebe die Geschichten von König Artus und den Rittern der Tafelrunde. Diese Geschichten sind fesselnd. Sie verbinden Geschichte perfekt mit Fantasie. Ja, und die Idee von Ritterlichkeit und Ehre ist so reizvoll. Ich stimme zu. Es ist faszinierend, wie diese Geschichten die moderne Literatur beeinflusst haben. In der Tat. Sie inspirieren auch heute noch unzählige Adaptionen in Filmen und Büchern. Es ist ein Beweis für die Dauerhaftigkeit königlicher Geschichten im Laufe der Geschichte. Unbedingt. Sie erinnern uns an die Komplexität von Macht und Führung. Und sie beflügeln unsere Fantasie darüber, was es heißt, zu führen. Genau. Ich glaube, das ist der Grund, warum die Leute heute noch so fasziniert von Royals sind.
Es ist eine Mischung aus Geschichte, Kultur und dem Reiz eines anderen Lebensstils. Definitiv. Lassen Sie uns die verschiedenen königlichen Geschichten und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft weiter untersuchen. Ich kann es kaum erwarten. Es gibt so viel aus der Vergangenheit zu lernen.